Es ist einfach interessant zu sehen, wie unterschiedlich Sequencer gestaltet sein können. Das CV-Signal oktavieren geht natürlich auch in die Gegenrichtung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Doktorchens Keller. Wir haben hier das letzte Element aus unserem Hänschenkleinen Track, den wir uns angeschaut haben. Ich habe jetzt alles andere abgepatcht. Ich hatte ja gesagt, es wird so eine Art deconstructed. Es ist jetzt sehr weit deconstructed. Wir haben diesen Sequencer tatsächlich schon als Clockmaster ausgemacht in dem vorherigen Video. Zur Erinnerung, der Clockout dieses Sequences geht hier hoch in diesen Multiplier und vervielfacht hier das Signal und schickt es an alle anderen, so dass eben die Elemente auch synchron laufen können. So, eines dieser Elemente wird jetzt tatsächlich auch über diesen Sequencer gesteuert. Ich möchte mir nicht entgehen lassen, euch diesen Sequencer mal vorzustellen. Ich hatte ja schon mal den SQ1 vorgestellt und es ist einfach interessant zu sehen, wie unterschiedlich Sequencer gestaltet sein können. Hier zum Beispiel war es ja so, dass, ich kann ihn nochmal anmachen, ich kann hier die Steplängen nicht beeinflussen. Also wenn der durchläuft, dann läuft er eben durch. Aber ich habe keine Möglichkeit, auf die Länge eines Steps Einfluss zu nehmen. Ganz im Gegensatz zu hier. Hier geht es eben. Also der steuert ganz offensichtlich den Bass an. Und man sieht jetzt hier unten diese Schalterreihe, die von 1 bis 8 geht. Wir sehen, die wechseln jetzt hier immer zwischen 6 und 2. Und damit kann ich die Steplänge festlegen. Also wenn ich jetzt hier einfach mal kann ich für die einzelnen Steps erstmal die Längen verändern. Wir hören, dass jetzt mehr oder minder Legato gespielt wird. Auch das könnte ich ändern. Über diese Schalter hier. Jetzt schlägt er die Töne eben so oft an, wie hier ausgewählt ist. Also bei denen, wo er auf 6 steht, werden sie 6-mal hintereinander angeschlagen, die anderen eben nur 2-mal. Kann eben auch sowas machen. Und das sind eben Dinge, die wären mit diesem Sequencer in der Machart nicht möglich. Ich kann jetzt eben auch Pausen einfügen, indem ich eben quasi einzelne Noten abschalte, beziehungsweise sage, er soll dort nichts spielen. Oder eben so, wie es war. Jetzt zieht er die Noten wirklich als so ein Legato zusammen. Hier drüben kann ich Scales einstellen, beispielsweise das Tempo ändern, Swing ändern und solche Sachen. Was jetzt noch wichtig ist, sind diese Schieberegler hier oben, die auch so schön leuchten. Die im Übrigen eben auch mitleuchten, wenn er die mehrfach anschlägt. Geben also tatsächlich ein sehr gutes optisches Feedback. Und das hier oben sind die Tonhöhen. So, das ist also letzten Endes für diesen Sequencer das, ich nenne es jetzt mal Neudeutsch User Interface. Wir sehen hier, es geht ein Pitch-Signal. Das ist das hier. Hier nochmal in ein separates Modul, in diesen Oktave. Der macht genau das. Hier kann ich also einfach im Grunde das CV-Signal oktavieren, geht natürlich auch in die Gegenrichtung.
Und das Gate-Signal geht direkt irgendwo hin, nämlich in einen dieser Synthesizer hier. Schauen wir uns auch an, allerdings tatsächlich erst beim nächsten Mal. Möglicherweise füge ich auch noch ein Video dazwischen ein zum Hersteller dieses Synthesizers, weil das tatsächlich ein relativ traditioneller ist. Der ein oder andere denkt sich vielleicht schon seinen Teil. Das soll es an dieser Stelle schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es war interessant und oder unterhaltsam. Wenn ja, dann lasst gerne einen Like da oder kommentiert unter dem Video. Ansonsten, die nächste Folge erscheint wie immer nächste Woche. Damit ihr das nicht verpasst, unbedingt abonnieren und die Glocke läuten. Bleibt mir nur wie immer zu wünschen, gehabt euch wohl.